Guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der ersten schwarz-gelben Halbzeit. Ein neues Format im Rahmen unseres Jugendsponsorings mit dem BVB. Wollen wir demnächst einmal im Quartal machen und Themen diskutieren, die so an der Schnittstelle sind, zwischen dem, was im Sport passiert und was vielleicht auch im Büro passiert. Gerne auch mit all den Fragen, die es dazu gibt. Und neben der Anmoderation, die dazu gehört, rankt sich das Ganze natürlich um innerlichen Vortrag, auf den wir zu sprechen kommen. Wir wenden uns an die BVB-Familie und an die Adesso-Kollegen und Kolleginnen. Mein Name ist Volker Grun, ich sage es mal dabei, bei Adesso weiß man das, beim BVB natürlich nicht. Ich bin hier im Aufsichtsrat und ich glaube, ich darf das sagen, mir lag die Zusammenarbeit mit dem BVB sehr am Herzen und so ein ganz klein bisschen habe ich dazu beigetragen, dass es auch geklappt hat. Alle anderen haben es aber auch mitgemacht und es hat ja auch nicht geklappt. Carsten, schön, dass du heute da bist. Du warst hier und da schon mal hier bei uns im Haus, im Rahmen der Verhandlungen, auch danach. Ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist, weil wir uns auch über Fußball unterhalten können. Beim BVB kennen sie dich, bei Adesso kennen sie dich wahrscheinlich auch, aber vielleicht nicht ganz so. Sag vielleicht mal 3 Sätze zu dir. Also erstmal vielen Dank für die nette Anmoderation. In der Tat fühle ich mich hier ganz wohl. Ich habe auch gerade die Kaffeemaschine selber entdeckt. Denn ich weiß noch, als wir hier über den Vertrag verhandelt haben, habe ich mir selber vorne im Foyer den Kaffee gezogen. Fühle mich hier sehr wohl. Carsten Kramer, bin Geschäftsführer beim BVB und für die Themen Marketing, Vertrieb und Digitalisierung verantwortlich. Und so sind wir beiden auch zusammengekommen. Ich wusste ja um deine Sympathie für den BVB. Wir wussten, dass Adesso, der Standort Dortmund, ganz wichtig ist. Und wir wussten natürlich auch, dass ihr auf junge Menschen zugehen wollt, dass ihr innovative Themen besetzt, dass ihr im Recruiting auf Nachwuchs angewiesen sind. Und so ist die Idee ja damals zustande gekommen, den BVB-Nachwuchs, der die Keimzelle unseres erfolgreichen Wirkens ist, mit Adesso zusammenzubringen. Und von daher habe ich mich sehr gefreut, dass wir Adesso, aber auch dich in Person für den BVB begeistern konnten. Dankeschön. Ja, hat bisher auch gut geklappt und dann kam Corona. Ne? Dann hat direkt alles gelitten. Alles, was wir vorhatten, wo ist die Ina? Die Ina sagte immer, so wollten wir nicht alles tun. Ja, aber wir können ja, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass wir in unserer Kooperation auch festgehalten haben, dass wir Geschäft mit euch machen. Und ich glaube, dass wir die Summen, die wir zum Beispiel im Vertrag vereinbart haben, im ersten Moment vielleicht gar nicht als realistisch eingeschätzt haben vom BVB. Naja, wir hätten es ja so oder so. Ja, man ist mit dem Sponsoring auch nicht ernst gemeint. Nein, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Aber ich glaube, den Bedarf, auch wie umfassend eure Dienstleistung in unser Unternehmen zu überführen ist, der ist ja noch viel, viel größer durch Corona geworden. Ja, das stimmt. Und das meinte ich damit, als wir, ich weiß gar nicht, wann war es, im Juni oder so haben wir miteinander gesprochen. Da war ja erkennbar, dass da was passiert, aber dass wir so viel Tempo aufnehmen mit euch und wir das Thema Ticketing innerhalb von kürzester Zeit mit euch versucht haben, auf neue Beine zu stellen, das war mir so im Vorfeld nicht klar, aber es war ein gutes Zeichen, dass wir euch an unserer Seite haben. Denn ich glaube, auch die räumliche Nähe und diese zwischenmenschliche Chemie, die einfach passt zwischen beiden Häusern, die hat uns echt gut getan. Da haben wir nicht falsch gelegen. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Das hat sich auch danach bewahrheitet, finde ich auch. Das macht viel Spaß. Also ich komme auch immer gern zu euch, nicht nur wegen der Farben, sondern auch, weil es bei euch auch ganz angenehm ist. Hören wir gerne. Ja, was ist denn? Kommen wir nochmal ins Stadion? Die Saison nicht mehr, ne? Oder? Boah, ich bin selber auch hin und her gerissen. Ich glaube, man sollte sich nicht zu viel Hoffnung machen. Wir haben uns auf alle Situationen vorbereitet. Wir haben Plan A, B und C in der Schublade liegen. Aber wenn man nicht zu sehr enttäuscht werden will, dann geht man besser davon aus, dass es nicht mehr geht. Und trotzdem haben wir natürlich noch die Hoffnung, dass durch Impfung und womöglich gleichbleibende oder abnehmende Inzidenzen sich das Ganze so ein bisschen lockert. Vielleicht das Thema anhand der Gastronomieregeln dann auch auf Veranstaltungen zu übertragen ist. Aber wir backen zunächst mal kleine Brötchen und mein Gefühl sagt mir, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Traurig. Ja, aber hilft ja nichts. So ist es leider. Gut. So, dann fangen wir an, oder? Mit der ersten schwarz-gelben Halbzeit und dem Fachvortrag. Ich glaube, wir haben einen guten Kollegen dabei und ein Thema gemeinsam festgelegt, von dem wir, glaube ich, alle profitieren können. Und wenn es dann noch von einem kompetenten Kollegen vorgetragen wird, der es mit unseren Jugendspielern praktiziert, dann hoffe ich, dass es gut ankommen wird. Bin ich guter Ding, ist der Jon Gewehr. Wo ist er denn? Sitzt da hinten. Ist er da hinten, genau. Der ist Athletik- und Reha-Trainer beim BVB seit 2017 und kümmert sich heute um Foul am Arbeitsplatz, Büro versus Fußball. Was kann man jeweils falsch machen und wie kann man es auch wieder besser machen? Ich bin gespannt, es sind ja von uns auch einige Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet. Ich bin gespannt, weil es von euch, glaube ich, die große Mehrheit ist, wie es hier ankommen wird, weil es sicherlich ein Thema, was wir als BVB auch vielleicht nochmal anders einsetzen könnten. Wir haben ja die Kompetenz im Haus und ich glaube, es ist ein guter Impuls, dass es jetzt hier bei euch zum ersten Mal stattfindet und schauen wir mal, ob wir das nicht auch bei uns dauerhaft umsetzen. Herr Jon guckt schon so und sagt, oh je. Oh je? Aber warum eigentlich nicht?
Prima. Super. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und Jon hat das Wort. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein kann. Jon Gewehr, Reha- und Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum beim BVB. Und wir wollen heute schauen, Prävention und Rehabilitation, also mein Arbeitsfeld. Wie passt das zusammen, Fußball und Büro? Und schauen uns da erstmal an, was sind die typischen Verletzungen im Fußball beziehungsweise Erkrankungen bei Büroangestelltinnen. Das schauen wir uns mal an. Und zwar auf dem Fußballplatz. Das, was wir am meisten sehen, sind Verletzungen, die zustande kommen durch spezielle Ereignisse. Ein Spieler knickt um oder wird gefoult oder bleibt im Rasen hängen, was auch immer. 80% der Fußballer verletzen sich mindestens einmal in der Saison. Da sind natürlich ein paar dabei, die schaffen das noch öfter. Und wir versuchen halt, das hinzukriegen, dass sie sich nicht so oft verletzen. Die Verletzungen bei den Fußballern finden hauptsächlich im Unterkörper statt, was logisch ist, weil wir den Ball mit dem Fuß treten und auch mit den Füßen rennen. Also wir haben hier 24% im Bereich Oberschenkel, da geht es dann hauptsächlich um Muskelverletzungen oder Gelenksverletzungen. Kniegelenk und Sprunggelenk sind da auch ganz vorne mit dabei. 21% aller Verletzungen sind Überlastungsschäden. Das heißt, dem Ganzen geht jetzt kein spezielles Ereignis, ein Foul oder ähnliches hervor, sondern das ist einfach eine über die Dauer erworbene Schädigung, die dann irgendwann zu einer Verletzung führt. Und da kommen wir schon so ein bisschen in die Richtung, was uns auch am Büroarbeitsplatz passieren kann. Bei uns ist es so, dass Verletzungen und Schmerzen in der Regel wahrgenommen werden. Sie werden diagnostiziert und behandelt. Auch den kleinen Jungs sagen wir schon, wenn irgendwas ist, wenn ihr irgendwas habt, kommt vorbei, kommt zum Physio, dann können wir uns darum kümmern, dass da nichts Großes draus wird. Wir schauen uns das mal an, wie es im Büro aussieht. 46% der Büroangestellten haben oder hatten Schmerzen im unteren Rücken, 40% Probleme im Schulter-Nackenbereich und 28% in dem Bereich der Arme und Hände. Das heißt, erstmal fällt auf, wir sind da im Bereich des Oberkörpers, was auch wieder Sinn macht, weil wir arbeiten eher hier oben, wenn wir am Bildschirm sitzen. Und zum anderen fällt auf, dass die Hälfte Rückenschmerzen, 40%, 28%, dass das erstmal eine ganze Menge ist, was sich auf den Bereich Muskel- und Skeletterkrankungen fokussiert. Im Vergleich dazu, wenn wir jetzt den Anteil an den AU-Tagen sehen, die Erkältung ist ungefähr bei 7-8%. Ja, also Verletzungen am Muskel-Skelett-System sind deutlich ernstzunehmend im Bereich Büroarbeit. Dazu kommt, dass viel unerkannt bleibt. Das heißt, viele Schmerzen und Probleme werden lange Zeit hingenommen und ausgehalten und erst wenn es zu spät ist, wird dann mal zum Arzt gegangen und dann hat man da häufig etwas länger was von. Jetzt ist die Sache, wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist bei uns auf dem Fußballplatz los, was sind die Verletzungen, was tun wir präventiv dagegen, um das Ganze zu vermeiden. Wir machen zum Beispiel Krafttraining. Also Krafttraining erstmal durch eine bessere Physis sind wir robuster im Zweikampf, aber auch starke Sehnen und Muskeln sind natürlich widerstandsfähiger und gehen nicht so oft kaputt. Also Krafttraining ist ein großer Bestandteil von dem Training, also von dem Teil, der nicht auf dem Fußballplatz stattfindet, bei uns im NLZ. Und das Ganze wirkt natürlich auch leistungsfördernd. Das heißt, mit mehr und besser funktionierender Muskulatur bin ich schneller und kann höher springen. Dann der Bereich Mobilisation. Fußballer sind auch nicht immer die allerbeweglichsten, besonders im Bereich der Hüfte. Das heißt, da gilt es, Mobilisationsübungen zu machen, um an diesen Schwächen zu arbeiten, um da flexibel zu bleiben und möglichst wenig Verletzungsrisiko einzugehen. Entlastung. Wir können auch trainieren, ohne auf dem Fußballplatz zu sein. Das heißt hier das Beispiel auf einem
Liegefahrrad. Das heißt, ich habe eine ganz andere Belastung als die ich sonst habe. Ich kann trotzdem meine Trainingseinheit machen. Ähm, Die ist dann vielleicht nicht ganz so intensiv, aber darum geht es auch gar nicht. Ich kann auf jeden Fall aus meinem normalen Habitus ausbrechen und etwas anderes tun. Dann der Bereich Pflege. Wir haben viele Physiotherapeuten bei uns, die sich um die Jungs kümmern, sie alle regelmäßig mal in die Hand nehmen. Wenn jemand Probleme hat, irgendwas merkt, hat er da immer ein offenes Ohr. Die Physios können dann Muskelverspannungen erfühlen, behandeln und dann haben wir eine gute Möglichkeit, dass da nichts draus wird und der Spieler wieder ins Training gehen kann. Regeneration, hier ein Beispiel von einer Regenerationseinheit der U19 nach einem Spieltag. Nach einem Spieltag, der Wettkampf ist immer die höchste Belastung für die Jungs. Danach ist ein normales Training nicht möglich, am Tag danach zumindest nicht sinnvoll. Man könnte die Jungs auch zu Hause lassen. Mehr Sinn macht es dann gemeinsam zusammenzukommen und zum Beispiel wie hier im Bild mit Faszienrollen oder gezielten Dehnungen oder auch einer lockeren Einheit auf dem Rad die aktive Regeneration zu fördern. Und dann natürlich, ist nicht schön, aber kommt auch vor, die Rehabilitation läuft auch bei uns direkt im NLZ. Ab dem Moment, an dem sich ein Spieler verletzt, sind wir für ihn da und sorgen mit Physiotherapie und aktiver Sporttherapie dafür, dass der Spieler dann möglichst schnell seine Körperfunktion wiedererlangt, aufbelastet werden kann und dann möglichst wenig Trainingseinheiten und Meisterschaftsspiele verpasst. Das zum Thema Fußball. Fußball ist gefährlich, das liegt auf der Hand. Ich habe eine relativ hohe körperliche Belastung, zumindest im Gegensatz zu der Büroarbeit. Ich habe einen hohen Druck, Zeitdruck, Gegnerdruck, hohes Stresspotenzial auf dem Platz. Und dann kann ich nicht alles beeinflussen. Wenn mich von der Seite einer weggrätscht oder von hinten, dann ist das so. Da kann ich in dem Moment nicht drauf reagieren. Und Fußball spielen ist natürlich, muss man auch sagen, nicht die natürlichste Art, Sport zu treiben. Das heißt, wir wurden nicht geboren, um Fußball zu spielen, sondern das ist natürlich eine Belastung, auf die der Körper reagieren muss. Er muss adaptieren und damit das alles funktioniert. So viel zum Thema Fußball. Jetzt ist die Frage, was sind denn die Hauptgefahren im Büro? Lässt sich ja erstmal nicht so vergleichen, weil wir im Büro relativ wenig aneinander kommen, vor allem jetzt seit Corona noch weniger. Das heißt, die Hauptprobleme im Büro beziehen sich tatsächlich auf das Sitzen. Wir haben hier eine Darstellung, das heißt, wir sitzen 4 Stunden, dann machen wir eine Mittagspause, sitzen nochmal 4 Stunden am Schreibtisch. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir fast den ganzen Rest des Tages ebenfalls sitzen. Und dieses ständige Sitzen zu Problemen führen kann, das werden wir dann gleich etwas weiter beleuchten. Also das ist eine der Hauptrisiken. Dann haben wir einseitige Belastungen. Das kann sowas Banales sein wie das Klicken auf eine Maus, was dann aber auch über die Dauer dazu führen kann, dass ich Probleme im Unterarmbereich, beispielsweise der Mausarm ist mittlerweile ein anerkannter Begriff, bekommen kann. Und dann natürlich, was daraus resultiert, wenn ich den ganzen Tag sitze, bewege ich mich relativ wenig und der Bewegungsmangel ist tatsächlich eins der größten Zivilisationsprobleme, die wir heutzutage in der westlichen Welt bewältigen müssen. Wir sehen da Fred Feuerstein, der hat zu einer Zeit gelebt, da wurde sich noch mehr bewegt. Also seit die ersten Hominiden aus dem Dschungel gelaufen sind vor 2,5 bis 3 Millionen Jahren, waren die Menschen Hunderttausende von Jahren unterwegs, haben Essen gesucht, haben gejagt, sind geflüchtet, alles Mögliche. Und die haben sich höchstens mal hingesetzt, wenn es was zu essen gab oder wenn sie sich ausruhen konnten. Und das war einfach nicht so oft. Das heißt, diese Millionen Jahre laufen und stehen und sich bewegen und kämpfen. In der Zeit hat sich unser Skelettsystem so entwickelt, wie es heute ist. Jetzt ist es so, dass wir seit ungefähr 100 Jahren, also seit der autoritären Schulerziehung und setz dich mal gerade hin, Junge, fangen wir an, einfach mehr zu sitzen. Seit 50 Jahren arbeiten wir immer mehr im Büro. In Deutschland ist es so, dass in den letzten 10 Jahren alleine 16% der Anteil der Büroarbeitsplätze gestiegen ist. Und
In dieser kurzen Zeit, verglichen mit diesen Millionen von Jahren vorher, kann sich unser Körper nicht anpassen. Der ist clever, der kann adaptieren, der passt sich an die Situation, aber der schafft es nicht, sich so umzubauen, dass die Belastung da gering gehalten werden kann. Das führt natürlich dazu, wenn die meisten Menschen im Sitzen arbeiten und das Ganze nicht ganz unproblematisch ist, dass es dann auch hauptsächlich oder ein gesellschaftliches Problem werden kann. Das heißt, wir haben alle schon das mal gehört, Sitzen ist das neue Rauchen oder wer länger sitzt, ist schneller tot. Das hört sich natürlich alles sehr reißerisch an. Man hat herausgefunden, dass viel Sitzen in Verbindung natürlich mit Bewegungsmangel dazu führt, dass die Muskulatur atrophiert, also sie wird einfach weniger, weil ich sie weniger benutze. Die Insulinsensitivität nimmt ab, das heißt, mein Körper muss mehr Insulin herstellen, um den Blutzucker abzubauen, weil einfach dieser Mechanismus nicht funktioniert, weil auch unser Hormonsystem auf Bewegung reagiert. Übergewicht nimmt zu und Belastungen in der Wirbelsäule. Man hat festgestellt, das war 2012 an der Harvard Medical School, dass 10% der Toten auf Krankheiten zurückzuführen sind, die durch Bewegungsmangel ausgelöst werden. Das heißt, man kann das Ganze schon als ein gesellschaftliches Problem ansehen, weil auch die Risiko, wie also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und so weiter, das sind die klassischen Zivilisationserkrankungen, die auch zum Beispiel durch Rauchen ausgelöst werden kann. Das heißt jetzt nicht, dass man sich, wenn man viel bewegt, sich dann eine Zigarette gönnen kann, aber grundsätzlich muss das einfach ernst genommen werden und es ist, glaube ich, noch nicht in allen Köpfen und Körpern angekommen. Dann so viel zum Thema Bewegen und nicht bewegen. Jetzt schauen wir uns das Sitzen genau an, weil das Sitzen ist das, was wir machen, wenn wir uns relativ wenig bewegen. Und wir sehen jetzt hier eine relativ normale Sitzposition. Ich denke mal, so kommt das millionenfach täglich in Büros vor. Wir haben einen sitzenden Menschen. Wir sehen, die Wirbelsäule ist gekrümmt. Das heißt, wir haben da nicht eine normale Lendenlordose im unteren Bereich des Rückens. Auch der Kopf ist sehr weit vorne. Die Arme sind vorne und innen rotiert, damit wir mit der Maus und der Tastatur arbeiten können. Die Beine sind angewinkelt und das Becken ist nach vorn gekippt. Jetzt hat diese Haltung Einfluss natürlich auf bestimmte Bereiche des Körpers. Wir haben zum Beispiel den Bereich Halswirbelsäule, Nacken und Schulter. Wenn der Kopf so weit vorne ist und nicht direkt oberhalb der Wirbelsäule, oberhalb des Beckens und der Füße, wie das im Stand der Fall ist, steigt die Belastung im Genickbereich auf ein 5- bis 6-faches. Dazu gehen die Schultern nach vorne, die Brustmuskulatur verkürzt und ich kriege Verspannung im Nackenbereich. Jetzt gibt es natürlich Sachen, die wir auch im Sitzen direkt machen können. Das heißt, ich kann euch da mal etwas zu zeigen. Und zwar können wir einfach in der Position den Kopf mal bewegen und der Halswirbelsäule die Bewegung anbieten, die sie sonst machen sollte, wenn wir nicht gerade am Bildschirm sitzen. Wenn wir Verspannung hier im Bereich des Nackens haben, können wir auch einfach mal 2 Finger auflegen und dann mal den Kopf bewegen. Da merken wir, dass das nicht ganz so angenehm ist. Das ist auch nicht schlimm. Und auf der anderen Seite, wenn das übrigens ein bisschen knirscht im Hals, das ist nicht die Wirbelsäule, die gleich bricht, sondern das sind die Faszien, die Muskelhüllen, die einfach vielleicht an diese Bewegung gerade nicht gewöhnt sind. Das ist eine Übung, die wir machen können. Eine andere Übung ist, wir nehmen die Hände verschränkt hinter den Kopf und schieben den Kopf einfach mal nach hinten in seine ursprüngliche Position. Wir können da ein bisschen mit den Fingern und mit den Händen gegendrücken, dass wir einen leichten Widerstand haben. Wir drücken leicht dagegen, machen ein leichtes Doppelkinn und wieder lösen. Ja, 5 Sekunden halten, wieder lösen, das Ganze 10 Mal und dann haben wir wunderbar diese Situation aufgebrochen und unserem Körper ein bisschen mehr Bewegung gegönnt. Kommen wir auf den zweiten Punkt.
Und zwar geht es da um den unteren Rücken bzw. das Becken. Wir sehen auf der rechten Seite der Folie, sehen wir einmal links die Wirbelsäule, wie sie aussieht, wenn jemand steht. Das heißt, die Oberschenkel gehen nach unten weg, das Becken ist gerade aufgerichtet. Wir haben diese S-Form der Wirbelsäule. Wenn wir sitzen, so wie der Mensch auf der linken Seite, dann sehen wir das rechts davon. Das Becken kippt weg, der Rücken wird rund. Wir sehen eine kleine Darstellung der Bandscheiben, die ganz gut zeigt, was dann passiert. Das heißt, ich drücke einseitig meine Bandscheibe zusammen. Der Druck in der Bandscheibe wird um 80% höher circa zum normalen Stand. Also das Stehen ist viel, viel besser für die Bandscheiben als das Sitzen. Und durch diese einseitige Belastung drücke ich natürlich auch die Bandscheibe zusammen. Was da natürlich passieren kann, ist, dass sie kaputt geht und dass ich Gefahr laufe, da eine Bandscheibenvorwölbung oder so einen Vorfall, sogar einen Vorfall zu erleiden. Ansonsten führt das Ganze zu Rückenschmerzen, Gesäßschmerzen und so weiter. Eine weitere Sache, die passiert, wenn wir die ganze Zeit mit angewinkelten Beinen sitzen, ist, dass der Hüftbeuger, also der Muskel, der von der Lendenwirbelsäule von vorn einmal zum Oberschenkel zieht, verkürzt wird. Der ist normalerweise dafür verantwortlich, die Knie heranzuziehen. Das passiert natürlich jetzt hier nicht, weil wir die ganze Zeit schon die Knie herangezogen haben. Der verkürzt und verkümmert, genauso wie die Po-Muskulatur auf der anderen Seite. Unser stärkster Muskel, der hauptverantwortlich ist für unsere Haltung, für unseren Stand und für unsere Fortbewegung, der macht nichts, wenn wir so sitzen. Das heißt, auch da geht es darum, dass wir der Muskulatur einfach zwischendurch ein bisschen was anbieten. Da kann ich nochmal ein Beispiel zeigen, indem wir uns hinsetzen und einfach mal den Fuß auf das Knie bringen. Wir können jetzt den Rücken noch etwas rund haben, um erstmal in die Position zu kommen. Wir halten uns fest und dann richten wir uns auf. Und wenn wir dann jetzt hier das Knie leicht runterdrücken, haben wir eine sehr schöne Dehnung in der Po-Muskulatur. Das halten wir und lösen. Halten und lösen. Halten und lösen. Das Ganze machen wir natürlich auf beiden Seiten. Wenn wir eine Seite haben, die ein bisschen schwieriger geht, können wir die natürlich häufiger trainieren. Das wäre eine Übung für die Gesäßmuskulatur zur Dehnung und zur Erhöhung des Stoffwechsels. Eine andere Übung ist eine Übung für den Hüftbeuger. Ich kann jetzt hier einmal mit meinem Knie auf den Stuhl gehen, mache einen größeren Ausfallschritt und bringe mein Becken nach vorne. Dadurch dehne ich meinen Hüftbeuger, auch ein Muskel, der bei den Fußballern häufig verkürzt ist. Da verbringen wir viel Zeit, die zu dehnen. Und das Ganze führt dann dazu, dass ich irgendwann auch wieder gerade stehen kann. Weil wenn der mich die ganze Zeit nach vorne zieht, dann habe ich nachher das Problem, dass ich mein Becken nicht mehr gerade kriege im Stand. Dann haben wir noch einen dritten Teil, oder eine dritte Region, die ich gerne besprechen würde, und zwar das Zwerchfell. Das geht so ein bisschen unter. Das ist so eine Muskelsehnenplatte, die den Bauchraum vom Brustraum trennt und dafür sorgt, dass alles so ein bisschen da bleibt, wo es ist. Das ist nicht die Hauptfunktion. Die Hauptfunktion ist, das ist unser größter Atemmuskel. Das heißt, das Zwerchfell sorgt dafür, dass wir richtig gut durchatmen können. Und wenn wir so gekrümmt sitzen, kann das Zwerchfell nicht vernünftig atmen oder nicht vernünftig kontrahieren und dadurch können wir nicht vernünftig atmen. Das heißt, wir verlagern die Atmung in den Brustraum und das funktioniert nicht besonders gut, weil der sich nicht so ausdehnen kann. Außerdem erzeugen wir durch diese schnellere und flachere Atmung Stresshormone, der Nacken wird noch mehr angespannt und wir haben nichts gewonnen. Gut, dann ist die Frage, was können wir tun? Wir haben jetzt schon ein paar Entlastungsübungen gehabt, die wir zwischendurch machen können. Dann können wir unseren Arbeitsplatz organisieren. Wir können schauen, dass unser Stuhl richtig eingestellt ist, dass der Tisch richtig eingestellt ist, dass der Bildschirm richtig steht, dass wir einfach optimale Voraussetzungen haben am Arbeitsplatz. Und wir können gucken, dass wir was ändern im Rahmen unserer Arbeit. Und da spreche ich natürlich von Bewegung. Das heißt, wir können zum Beispiel vor der Mittagspause einfach mal einen Spaziergang machen oder wir machen eine kleine Bewegungspause. Wir können genug trinken zwischendurch, weil auch
der Wasserhaushalt unglaublich wichtig ist für die Muskulatur, für die Knochen, für die Augen und so weiter. Ein Beispiel für eine Bewegungspause wollen wir jetzt einmal machen. Das heißt, wir machen uns ein bisschen Platz und wir bewegen einmal alles durch, was wir haben. Wir fangen unten an den Füßen an und zwar drücken wir uns hoch über die Fußspitzen, gehen auf die Fersen und bewegen jetzt unsere Waden. Die bewegen wir nämlich sonst den ganzen Tag gar nicht, wenn wir sitzen. Ja? Und sofort haben wir eine bessere Durchblutung, der Stoffwechsel wird angeregt. Dann haben wir unser Kniegelenk. Ja? Wir können unser Kniegelenk bewegen. Wir können hier hinten anfersen, können das Bein hoch bewegen, können das Ganze im Wechsel machen, können das Ganze in einem leichten Hopserlauf machen, wir können die Arme mitbewegen. Dann kommt unsere Hüfte in dem Bereich, Becken, Hüfte, wir können leichte Kreise machen. Dann kommt der Bereich unserer Wirbelsäule, wir können die Wirbelsäule rotieren lassen. Wir können sie überstrecken. Dann kommen wir zum nächsten Teil, wir kommen zu den Schultern. Wir können große Kreise machen, kleine Kreise machen, auch das knirscht häufig ein bisschen. Dann kommen wir zum Bereich der Arme bzw. Unterarme. Wir haben die Belastung in den Unterarmen schon angesprochen. Das heißt, wir haben hier Dehnübungen, die wir machen können. Strecken die Hand nach vorne aus, biegen die Finger zurück. Da haben wir eine Dehnung hier auf der Rückseite des Unterarms im Bereich der Handgelenksbeuger. Ja, und es reicht, wenn wir das zwischendurch einfach 10, 20 Sekunden machen. Ein paar Sekunden halten, die Dehnung spüren und lösen. Für die Rückseite machen wir kleine Fäuste. Drehen die Knöchel hier nach innen und biegen die Hände zurück, dass wir eine Dehnung auf der anderen Seite der Unterarme erzeugen. Auch das immer kurz halten und wieder lösen. Und dann kommen wir noch zu dem Bereich der Halswirbelsäule. Wir haben gerade schon ein paar Übungen hier gemacht. Können das Ganze nochmal etwas verstärken. Wir nehmen einmal die Hand hier an die Außenseite des Kopfes und drücken einfach mal leicht dagegen. Und wir versuchen dagegen zu halten, die Spannung kurz aufbauen und lösen. Das kann ich natürlich von beiden Seiten machen. Grundsätzlich sollten wir keine Bewegungen machen, die besonders wehtun. Ja, also wenn ihr das Gefühl habt, es tut weh, ich kann auch nochmal nach hinten drücken, dann bietet eurem Körper erstmal andere Bewegungen an und kommt später drauf zurück. Bitte nicht in den Schmerz reinüben. So, jetzt nehmen wir nochmal die Arme nach außen. Jetzt wird es ein bisschen warm. Wir drehen einmal den Daumen nach vorne und den Daumen nach hinten. Das ist zum Beispiel was wir auch im Warm-up, im NLZ, vor den Athletikeinheiten gerne machen. Jetzt drehen wir gleichzeitig den einen Arm in die eine, den anderen Arm in die andere Richtung. Gegeneinander. Die Schulterblätter ziehen wir zusammen. Wir lassen den Hals möglichst lang und die Schultern weg von den Ohren. Ja, und so eine kleine Bewegung kann dann schon ganz schön den Oberkörper aufwärmen. Dann nehmen wir die Arme in die Position, strecken die Arme durch, nach oben. Man muss jetzt auch nicht unbedingt Sport studiert haben, um solche Bewegungen machen zu können. Alles das, was wir an Bewegungen machen können, sind natürliche Bewegungen. Gut, dann kommt jetzt noch ein Teil, da würde ich einmal den Viktor bitten, mit dazu zu kommen. Und zwar im Bereich des Homeoffice bzw. mobilen Arbeitens zu Hause haben wir dann häufig noch mal ein bisschen andere Möglichkeiten. Legst du dich schon mal einmal hin? Und zwar haben wir auf den Bauch her, haben wir über das Zwerchfell gesprochen
Und jetzt ist die Frage, was können wir für eine Übung machen, um die Bauchatmung zu verbessern? Und zwar leg mal bitte deine Stirn auf die Hände, also die Hände zusammen. Genau. So, und jetzt versuchst du einmal bitte durch die Nase tief in den Bauch zu atmen. Ja, ich lege jetzt hier einfach meine Hand auf. Ich merke jetzt, der Viktor arbeitet mehr hier oben rein. Versuch mal hier in den Bauchraum zu atmen, nicht in den oberen Rücken. Jetzt kommt so langsam. Die Übung heißt auch Krokodilatmung. Wir kennen das, wenn die Krokodile rumliegen und sich seitlich der Bauch aufbläht. Ja, weniger hier, mehr hier. Versuch mal richtig den Bauchraum in die Matte reinzupressen bei der Atmung. Tief einatmen und lösen. Locker, locker und ohne Druck durch den Mund wieder ausatmen. So, das ist eine Übung, die eignet sich super vor dem Schlafengehen. 5 Minuten, Handywecker stellen, daneben legen, 5 Minuten atmen, kommt man auch auf andere Gedanken und geht völlig stressfrei ins Bett. Das Ganze mobilisiert zudem auch noch hier im oberen Bereich die Brustwirbelsäule, die Nackenmuskulatur ist entspannt und wir lernen wieder das Bauchatmen, was wir durchs viele Sitzen verlernt haben. Das ist eine Sache, die wir super machen können. Da machen wir noch eine weitere Übung. Ich habe hier mal eine Faszienrolle mitgebracht. Mittlerweile kennt es jeder. Setz dich mal einmal hin, bitte. So, komm einmal zurück. Leg dich einfach mal hin. Nimm mal die Hände hinter den Kopf. Ellenbogen zeigen zur Decke. So, und zwar die Brustwirbelsäule. Wir haben das vorhin gesehen, wenn wir gebeugt sitzen, ist die Brustwirbelsäule sehr krumm. Und wir können jetzt dem Körper wieder diese Gegenbewegung anbieten. Und zwar, was du jetzt machst, du nimmst die Ellenbogen zusammen, ziehst den Bauchnabel etwas nach innen und versuchst mal da hinten aus dem Fenster zu gucken. Ja, geh nochmal runter. Der Po bleibt unten, habe ich vergessen zu sagen. Ja, okay. Einmal nach hinten schauen und wieder zurück. Okay. Rolle ein bisschen tiefer. Das heißt, ich kann mich hier wunderbar um die Rolle herum mobilisieren. Das ist was unsere Jungs täglich machen. Die Hand ruhig ein bisschen tiefer, dass du nicht so sehr aus der Halswirbelsäule bewegst. Ruhig die Hände ein bisschen tiefer in den Nacken. Genau. Sehr gut. Okay, kannst ruhig mal den Po anheben, schau mal an die Decke und dann rollst du einfach mal über den oberen Teil deines Rückens. Sehr gut. Genau, einfach mal hin und her. Ja, jetzt wird das T-Shirt gefressen hier. Okay, also Hemd in die Hose beim Rückenrollen. Ja, also das auch nochmal ein Beispiel. Das ist jetzt gleichzeitig eine Massageübung, die ich super machen kann, um die verspannte Rücken- und Nackenmuskulatur etwas weich zu kriegen. Okay, gut. Dann wollen wir noch 2 Aktivierungsübungen machen. Also wir haben gelernt, die Po-Muskulatur ist abgeschwächt, da müssen wir ran. Der Hüftbeuger ist kurz, da müssen wir auch ran. Und die Bauchmuskulatur ist schwach. Wir starten jetzt einmal bitte mit einer Übung, die wahrscheinlich alle kennen. Aber wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, wie man es richtig macht. Einmal bitte auf die Unterarme. Und bleib erstmal bitte auf den Knien, genau. Und zwar machen wir jetzt ein bisschen weiter zurück. Einen klassischen Unterarmstütz. Ja, ihr kennt es alle. So, jetzt einmal die Knie anheben. Die Knie, genau. So, Unterarmstütz. Nochmal die Knie runter. Jetzt gucken wir, okay, was kann ich hier für Fehler machen, weil das ist ganz entscheidend. Ja, nicht jeder Unterarmstütz ist ein guter Unterarmstütz oder Plank, wie man neudeutsch sagt. Ich habe jetzt hier mein Becken, ja. Kippe mein Becken leicht nach vorn in diese Richtung und versuche auch hier meine Po-Muskulatur zu aktivieren. Den Bauchnabel ziehe ich hoch in Richtung Wirbelsäule. Die Schultern gehen weg von den Ohren und ich drücke hier meinen Nacken raus. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Und jetzt versuch mal bitte deine Knie anzuheben und versuch dein Becken nach vorn zu kippen. Genau. Wenn ich diese Bewegung mache, spannt sich automatisch mein Gesäß an. Halten und einmal die Knie ablegen. Ja, und jetzt habe ich eine aktive Übung, das heißt, meine Gesäßmuskulatur arbeitet, meine Bauchmuskulatur arbeitet und meine Nackenmuskulatur arbeitet. Und dann mache ich aus einer durchschnittlichen oder schlechten Übung eine sehr gute Übung für uns Menschen, Fußballer,
Büroangestellte, alles Mögliche. Leg dich einmal auf den Rücken. Und zwar kommt jetzt noch eine Übung für die Rückseite des Körpers, hauptsächlich für die Gesäßmuskulatur. Stell die Füße einmal bitte auf, mit angewinkelten Knien. Sehr gut. Die Füße so breit, dass noch ein Fuß dazwischen passen würde. Okay, die Arme liegen locker, der Kopf liegt ab. Jetzt fängst du hier wieder an mit dieser Beckenkippung. Genau. Und jetzt kommst du langsam, kommst langsam hoch, stopp. Der Bauchnabel ist wieder tief eingezogen. Das Becken ist wieder gekippt, sodass der Po arbeiten kann. Und jetzt kannst du die Position kurz halten. Und jetzt rollst du Wirbel für Wirbel deine Wirbelsäule wieder ab, dass nur noch das Steißbein in der Luft ist. Das Becken bleibt gekippt. Langsam abrollen. Noch ein Stück. Stopp. Kurz halten. Die Pobacken pressen immer noch gegeneinander. Und jetzt kommst du wieder hoch. Bis in die Endposition. Super. Und wieder runter. Und wieder hoch. Wie eine Perlenkette, Wirbel für Wirbel, wird jetzt die Wirbelsäule abgelegt. Und ich habe immer das aufgerichtete Becken. Der Po arbeitet, der Bauchnabel ist eingezogen. Ich habe einen stabilen Rumpf und kann in der Position super arbeiten. Und genau die Muskulatur trainieren, die durch ständige Sitzen abschwächt oder verkürzt. Vielen Dank. Das war's von mir, von uns, vom praktischen Teil. Und ich gebe ab. Kommst du hier hin, ne? Oder? Ja, wunderbar. Ich stelle mir ganz viele Fragen, die meisten gehen an dich. Soll ich die Frage vorlesen? Lass mich erst nochmal bedanken bei dir. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich Sind wir überhaupt schon dabei? Ja, wunderbar, sind wir. Ja, dann okay, also zur ersten Frage. Ab wann sollten Kinder, Jugendliche frühestens mit Gewichten arbeiten und bis wann sind nur Übungen mit Eigengewicht empfohlen? Das ist eine interessante Frage. Das lässt sich gar nicht so aufs Alter runterbrechen. Wenn man bei uns in die U15 beispielsweise schaut, da sind Spieler, die haben die 1,60 noch nicht geschafft und andere sind schon fast 2 Meter. Das ist in vielen anderen Jahrgängen auch so. Ich würde frühestens mit Gewichten anfangen, wenn deutlich die Pubertät eingesetzt hat, wenn auch Muskulatur, Körperbau, auch Bewegungstechnik das zulassen, Zusatzgewichte zu benutzen. Das heißt, wir fangen immer erst ohne Gewicht an. Wir üben die grundsätzlichen Bewegungsmuster, das Kreuzheben und das Kniebeugen. Wir machen Liegestütz natürlich ohne Zusatzgewicht, nur mit dem eigenen Körper. Wir befassen uns erstmal mit Mobilisation und Stabilisation. Und die Kraft ist das, was irgendwann dazukommt. Und richtig los geht es dann meistens in der U17 und in der U19. Ich stelle die Frage und du die beantwortest. Okay, Du musst nicht alleine reden, oder? Wie viele Angestellte, Physios, Ärzte und so weiter kümmern sich um die Spieler im NLZ? Gute Frage. Also wir haben ein relativ großes Athletik-Physio-Team. Die Physios, also die Mannschaften U17, U19, U23 haben eigene Physios, die U23 sogar 2, die hauptamtlich Vollzeit sich um die Jungs kümmern, die dann auch bei den Spieltagen dabei sind. Es gibt auch hauptamtliche Athletiktrainer im Bereich U17 bis U23 und dann gibt es noch für die unteren Bereiche Personal, was sich so übergreifend um die Jungs kümmert. In dem Fall müssen wir gar nicht gendern, weil sind nur Jungs. Sind nur Jungs, ach wie Gott. Oh, das jetzt tut's weh. Ist Faszientraining eine Modeerscheinung oder wirklich sinnvoll? Zumindest tut es ja meist höllisch weh. Ja, also genau. Für eine Modeerscheinung ist es jetzt mittlerweile zu lange da. Also jetzt, ich würde mal sagen, seit 15 Jahren ist das bekannt und ich habe schon vor 7, 8 Jahren in Unternehmen dazu Workshops gemacht und die hatten schon fast alle so eine Rolle. Also ich glaube, für eine Modeerscheinung ist es jetzt schon zu lange da. Das sind eher so Sachen, die sich halten, weil es durchaus Sinn macht. Faszien die ziehen sich ja einmal durch den ganzen Körper. Im Wesentlichen sind es Muskelhüllen, aber die hören nicht auf, wenn der Muskel zu Ende ist, sondern der geht dann weiter in die Sehne, umhüllt die Sehne, umhüllt den Knochen und eigentlich kann man das Ganze so rausnehmen. Das bedeutet, wenn ich irgendwo Verspannungen habe, zum Beispiel hier, kann es mich auch hier betreffen. Ja, also die Faszien,
bilden so ein bisschen die Ganzheitlichkeit des Körpers ab und ich kann da unglaublich tolle Sachen mitmachen. Also auch mit den Jungs, wir arbeiten da relativ viel mit und bringen den Jungs das früh bei, sich da auch selbstständig mit zu beschäftigen und die haben alle so ein Ding zu Hause. Okay. Oh, sind bei Adesso höhenverstellbare Schreibtische geplant? Willst du was sagen? Nee, nicht Das wahrscheinlich. geht an dich. Also Schreibtische, ich glaube normal höhenverstellbar sind die im normalen Rahmen, aber womöglich richtet sich die Frage darauf, ob es dann auch solche gibt, die bis zum Stehen hochgefahren werden können. Gibt es, glaube ich, auch hier und da mal welche. In der Fläche ist das nicht geplant, zumindest nicht, dass ich es wüsste, aber wenn jemand einen braucht, wird es da bestimmt einen Weg geben. Das war, glaube ich, auch immer schon so. Also wenn das nötig ist, ist das nötig, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Jetzt wieder für dich, gibt es eine Übung, um einen blockierten ISG, Iliosakral, Genau, das durch ein langes Sitzen vorzubauen. Sag du nochmal, was es heißt, du kennst es besser. Iliosakralgelenk, das befindet sich unten am Ende der Wirbelsäule und sorgt halt manchmal dafür, wenn es sich irgendwann nicht mehr genug bewegt, sorgt dann für Schmerzen im Rücken-Gesäßbereich. Kann sehr unangenehm sein, ich hatte es zum Glück noch nicht. Das ist tatsächlich, also vorbeugen kann ich auf jeden Fall. Jede Art von Bewegung beugt sowas vor. Das kann man jetzt, also die Übung, die ich vorhin gezeigt habe, im Sitzen beispielsweise mit dem Bein hoch und runter drücken, einfach, dass sich die Muskulatur im Becken-Gesäßbereich entspannt. Das kann sicherlich vorbeugen. Ansonsten ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung beugt dem Ganzen vor. Wenn das Ganze dann blockiert ist, dann hilft auch keine Bewegung mehr, dann muss ich da mal ran und mir Hilfe suchen. Kommen wir zu dir. Zu mir nicht, ich darf sowas nicht, aber da gibt es Physiotherapeuten, die sowas können. Okay. Die ist für dich, oder? Wie viel bringt deiner Einschätzung nach eine alternative Sitzmöglichkeit, zum Beispiel große Gummibälle, und wie viel besser ist ein Schreibtisch mit Stehmöglichkeit? Ja, genau. Also mit den Gummibällen, das war tatsächlich eine Modeerscheinung. Irgendwann waren die Büros voll damit. Man kann sich sicherlich mal auf so einen Gummiball setzen. Also es geht ja auch viel ums dynamische Sitzen. Das heißt nach dem Motto, die nächste Sitzposition ist immer die wichtige oder die bessere. Das heißt, ich könnte mich auch mal zwischenzeitlich auf so einen Ball setzen. Den ganzen Tag da drauf sitzen ist wahrscheinlich nicht gut, weil ich muss unglaublich viel Muskulatur anspannen, um die ganze Zeit da gerade drauf zu sitzen. Und es wackelt ständig an mir. Wenn ich das 8 Stunden mache, 30 Jahre, ist es wahrscheinlich auch nicht so gut. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo in der Mitte. Sitzpositionen ändern, auf jeden Fall. Und wer sich mal auf den Ball setzen möchte, sehr gerne, aber dann bitte mit so einem Ring unten, weil sonst setzt man sich ins Leere irgendwann, wenn der da mal weg oder die Kollegen ziehen den weg. Ja, du kennst unsere Kollegen. Der zweite Teil der Frage war, da ging es um die Stehposition. Das ist genau dasselbe. Also wir haben ja schon gesagt, die Belastung im Stehen ist viel geringer als im Sitzen. Wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt zum Beispiel so eine Situation im Stehen zu machen, ist das super, es ist Gold wert. Jedes Mal, wenn ich nicht mehr sitze, ist es gut für mich. Auch da den ganzen Tag im Stehen am Rechner möchte ich auch nicht. Nee. Ja, also einfach möglichst viel wechseln, die Möglichkeiten nutzen, die man hat. Wenn man einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat, wunderbar. Ansonsten mal zum Telefonat um den Block gehen. Bewegung ist natürlich dann noch besser. Ja, genau. Also einfach möglichst variieren und nicht in einer Sitzposition verharren. Anregung, Ina, hör mal gut zu. Einmal pro Woche 20 Minuten Remote-Bewegungssession mit einem Profi wäre doch was. Jedes Mal ein anderer inhaltlicher Schwerpunkt. Gute Idee, oder? Sollen wir es nicht machen? So, also darf ich jetzt sagen, machen wir oder darf ich bestimmt, machen wir einfach, oder? Wir machen das einfach, sagt die Ina. Ina ist schuld. Nein, wir machen das. Das ist eine gute Idee, oder? Ja, was heißt schon Profi? Ich meine, kein Profi-Fußballer, aber ein Profi-Bewegungsmensch. Ein Fußballer kann das ja auch gar nicht. Kannst du viel besser als ein Fußballer, oder? Bewegungsübungen machen. Ja. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja, also gute Anregung, nehmen wir mal mit. Ich finde das auch gut. Die Frage ist für dich, die lese ich vor. Ja. Die Adessi benötigen dringend mal Pumaschuhe. Nike geht gar nicht. Sehe ich auch so. Ja, was soll man sagen? Wir haben ja keine Schuhpolizei am Anfang. Wer liest die? Also ich. Bitte mehr davon, auch wenn sicherlich jeder einen Plank kennt, sind insbesondere die Kleinigkeiten wie Beckenhaltung super wichtig, die eben nur ein Profi kennt. Das zahlt ja genau auf das Format ein. 20 Minuten mit Profis.
Ich habe nach 2 bis 3 Stunden Sitzen starke Schmerzen im Nackenbereich. Was ist der Grund dafür? Das lässt sich so nicht sagen. Die Belastung im Sitzen auf den Nacken ist besonders hoch. Und natürlich ist dieses Sitzen einfach schlecht für den Nacken. Was jetzt genau der Grund dafür ist, kann ich nicht sagen, aber ich würde auf jeden Fall mal versuchen, aus dieser Sitzposition rauszukommen. Wenn das Ganze nach 2 Stunden anfängt weh zu tun, würde ich vielleicht alle 30 Minuten mal die Position ändern, mal was im Stehen machen. Woran es jetzt genau liegt, wie gesagt, kann ich jetzt aus der Entfernung nicht sagen. Vielleicht einfach mal die Ausgleichsübungen, die ich gezeigt habe, ausprobieren. Es kann auch wirklich Gold wert sein, sich so eine Rolle zu besorgen und im Bereich Schulter-Nacken Mobilisationsübungen zu machen, Atemübungen zu machen, um da möglichst ganzheitlich dran zu gehen. Und letzte Frage, warum da eine blaue Tasse auf dem Tisch stand? Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe es hinterher noch weggestellt, als du da auf der Matte warst. Ja, aber das ist Mal anders, ne? Das ist aber so ein hellblau, das geht noch. Weit weg vom Gelsenkirchenblau. Auf jeden Fall. Gut, schön. Das waren 45 Minuten, Jon, vielen Dank. Danke Hast du ja gesehen, eine Menge Fragen, scheint die Leute zu interessieren, ja, umso toll. besser. Machen wir jetzt einmal im Quartal, sowas Ähnliches, nicht immer mit dir. Dankeschön, euch auch allen danke fürs Zuhören, Zugucken und Fragen stellen. Bis die Tage, Abpfiff. Vielen Dank.